Hallo allerseits. Entfernen Sie die vordere. Verwenden Sie Steckschlüsseleinsatz Nummer 21 und Trinkgabelschlüssel Nummer 21. Schrauben Sie die Mutter ab und entfernen Sie die unteren Befestigungsbolzen des Stoßdämpfers. Verwenden Sie Steckschlüsseleinsatz Nummer 18. Lösen Sie die obere Befestigung des Federbeins. Verwenden Sie Steckschlüsseleinsatz Nummer 17. Lösen Sie die Sicherungsmutter aus der Stoßdämpferunterstützung. Bevor Sie den neuen Stoßdämpfer installieren, stellen Sie sicher, dass Sie ihn 3 bis 5 Mal manuell pumpen. Schrauben Sie die Kontermutter der oberen Träger der Stoßdämpfer ab. Platzieren Sie den Stoßdämpfer im Radkasten und befestigen Sie ihn. Verwenden Sie Steckschlüsseleinsatz Nummer 18. Ziehen Sie die untere Befestigung des Stoßdämpfers an. Verwenden Sie Steckschlüsseleinsatz Nummer 21 und Trinkgabelschlüssel Nummer 21.
bringen Sie das Rad an. Danke, dass Sie unser Tutorial angesehen haben. Wenn Ihnen dieses hier gefallen hat, drücken Sie den Like-Button und teilen Sie ihn mit Ihren Freunden. Einen schönen Tag noch.